Nachdem wir im ersten Teil unserer Gardasee-Reise die Umgebung im Norden des Sees mit den Rädern und mit dem Kanu erkundet haben, wollen wir jetzt entlang der Westküste in den Süden fahren. Wir besuchen die Orte Limone sul Garda, Salò und Peschiera und genießen auf dem Weg dorthin die Fahrt über die wundervolle Gardesana Occidentale, die Straße, die am Westufer des Sees entlang führt. Für den Besuch von Limone sul Garda haben wir die Anreise per Schiff gewählt. Mehrmals täglich verkehren Passagierfähren zwischen den großen Orten des Gardasees. Die Schifffahrt von Torbole bis Limone dauert eine halbe Stunde. Wir genießen den Blick auf die umliegenden Berge, auf die Via del Ponale und zurück auf Riva del Garda und den Monte Brione. Tickets kann man online kaufen. Wir haben am Anlegeplatz im kleinen Häuschen unser Ticket gekauft, weil wir nicht sicher waren, ob auch für den Hund bezahlt werden muss. Nein, sie darf kostenlos mitfahren. Super, so mögen wir das. Seit 2018 führt ein besonderer Panoramaweg zwischen Limone sul Garda und Riva del Garda entlang, speziell für Fußgänger und Radfahrer. Leider ist er nur gut 2 Kilometer lang, sodass man vom Norden aus kommend weite Teile auf der normalen Straße mit dem Fahrrad fahren müsste, um dann diesen Panoramaweg zu erreichen. Schade, ich wäre ihn sehr gerne gefahren, aber wie wir später noch sehen werden, ist auf der Straße viel Verkehr. Das war uns mit Fahrrad- und Hundeanhänger zu gewagt. Man denkt ja immer, der Name Limone ist aus dem Zitronenanbau entstanden, quasi Nomen est oben. Aber nein, das stimmt überhaupt nicht. Früher war hier die Grenze zu Italien, sogar noch bis 1919, und aus dem lateinischen Wort limes, also Grenze, leitet sich der Name Limone sul Garda ab. Limone sul Garda hat 2 Häfen. Am Porto Nuovo gehen wir wieder an Land und sind gleich mittendrin im Gewusel und in den schönen kleinen Gassen. Vom Hafen aus rechts, schon fast ortsauswärts, kommen wir zur kleinen Kirche San Rocco. Von hier oben haben wir einen schönen Blick auf die Dächer Limones. Früher war der Ort nur über den See und über den anstrengenden Bergweg erreichbar. Zu der Zeit lebten die Menschen dort hauptsächlich von Fischfang und ab dem 17. Jahrhundert zusätzlich vom Zitronenanbau. Das änderte sich nach dem Ersten Weltkrieg, als die Straßenverbindung zum Norden gebaut wurde und der Tourismus schnell an Bedeutung gewonnen hat. Heute ist Limone sul Garda ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Einsam ist man hier wahrscheinlich nie und schon gar nicht rund um den alten Hafen. Hier herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist viel los und trotzdem wirkt der Hafen irgendwie beruhigend mit den sanft vor sich hin schaukelnden kleinen Booten. Zauberhaft. Und direkt dahinter die imposanten Berge. Und na klar werden auch hier diverse Zitronenprodukte angeboten. Wir sind noch weiterhin auf der Suche nach einem wirklich gut schmeckenden Limoncello, aber immer noch nicht fündig geworden. Es scheint einfach nicht unser Getränk zu sein. Durch die besondere Lage an den Berghängen fällt in Limone wenig Niederschlag und es sind kaum Winde, ganz anders als im Norden des Sees. Nachdem wir alles ausgiebig erkundet haben, fahren wir mit der Italia, dem Schaufelraddampfer, wieder zurück nach Torbole. Wir genießen nochmal den Blick auf die verlassenen Zitronengewächshäuser und die gesamte Umgebung.
Inzwischen bläst der typische Nachmittagswind und hat die ganzen Surfer und Kiter und was sonst noch so da ist, aufs Wasser getrieben. Herrlich anzusehen, diese ganzen leuchtenden Farben, und ich kann's nicht häufig genug sagen, die imposanten Berge rundherum. Also der Norden begeistert uns wirklich sehr. Trotzdem wird es langsam Zeit, mehr von der ganzen Gardasee-Region kennenzulernen. Schließlich war geplant, eine Rundreise zu machen. Wir verlassen also den Camperstop Torbole. Ich bezahle schnell, während Olli sich um die Fähr- und Entsorgung kümmert, und dann geht es wieder die schmale, einspurige Straße entlang, die sowohl die Zu- als auch die Abfahrt vom Campingplatz und Wohnmobilstellplatz ist. Wir reihen uns ein in den Verkehr auf der Hauptstraße. Fahren entlang der Promenade, die auch Fußgänger und Fahrradfahrer auf die andere Seite des Monte Brione bringt. Nachdem wir Riva del Garda durchfahren haben, befinden wir uns auf der schönen Uferstraße, die sich am See entlang schlängelt. Als erstes Highlight passieren wir schon bald das alte Ponale Hotel. Im Vorbeifahren ist es fast nicht zu sehen, aber vom Wasser aus sah es schaurig faszinierend aus. Früher gab es hier im Westen keine Straße. Die Orte am Westufer waren vom Norden aus nur über den See oder über den Berg erreichbar. Heute können wir die Gardesana entlangfahren. Sie wurde 1931 eröffnet und führt einmal rund um den Gardasee. Auf der Westseite heißt sie Gardesana Occidentale. Sie gilt als eine der schönsten Straßen Europas, schlängelt sich auf und ab zwischen See und Berghang, entlang durch zahlreiche Tunnel. Direkt nach dem Bau waren es 74, einige davon wurden später stillgelegt, können heute aber teilweise noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden. Die kleinen Tunnel wurden durch wenigere, aber dafür größere ersetzt. Von Torbole bis Limone sul Garda sind es 14 Kilometer. Wir wollen aber ins Paradies, also genau genommen auf dem Wohnmobilstellplatz Paradiso in Salò. Insgesamt 49 Kilometer sind wir dafür gefahren. Wir fahren um die Stadt drumherum und erreichen den Platz von oben kommend über ein paar Serpentinen. Der Stellplatz besteht aus mehreren abgetrennten und terrassenförmig angelegten Stellflächen auf einem allgemeinen Parkplatz. Dem Namen Paradiso wird er vielleicht nicht ganz gerecht, da es letztendlich nicht viel mehr als ein Parkplatz ist. Aber die Lage ist paradiesisch, nämlich nur durch die Straße vom Wasser getrennt, und es ist alles da, was unser Camperherz benötigt. Die Fähr- und Entsorgung liegt zwischen zwei Stellflächen. Die Anfahrt dorthin ist ein bisschen komplizierter, da es recht steil von der oberen Fläche runtergeht. Auf der untersten Ebene gibt es auch ein Dusch- und WC-Häuschen, das wir aber nicht weiter ausgetestet haben. Wir machen uns vom Stellplatz aus zu Fuß auf dem Weg in die Innenstadt. Bis zum zentralen Platz in Salò sind das gut 2 Kilometer. Wir gehen immer am Wasser entlang und es gibt viel zu sehen, zum Beispiel den größten Badestrand der Stadt. Hier findet man allerdings nur Kiesstrände. Und dann gibt es diese noblen Boote, die man hier für eine Ausfahrt mieten kann, mit dem nötigen Kleingeld halt. Auch an der Werft dieser Boote kommen wir vorbei. Und von überall können wir den Blick auf Salò genießen. Salò ist eine der größten Städte am Gardasee. Die Berge werden hier langsam flacher, aber durch die besondere Lage ist die Stadt wettertechnisch sehr ansprechend, denn so richtig kalt wird es hier nie. Und Salò ist irgendwie anders touristisch als die anderen Orte am Gardasee. Natürlich ist auch hier viel los, aber es scheinen vor allem Einheimische hier zu sein.
In der Altstadt gibt es viele Einkaufsmöglichkeiten, darunter auch viele Boutiquen, aber weniger die klassischen Touri-Shops. Und natürlich gibt es viele Restaurants verschiedenster Art. Interessant und ein wenig bizarr finde ich diesen Cannabis-Automaten, vor allen Dingen, weil er direkt gegenüber der Eingangstür der Kirche hängt. Darüber muss ich noch ein wenig nachdenken. Links hängt der Automat, rechts ist ein Kircheneingang. Ein paar Schritte weiter stehen wir vor einem der Wahrzeichen-Salons, dem Uhrenturm. Dieses alte Stadttor markiert heute den Beginn der Fußgängerzone. Wir durchlaufen viele schöne Gassen, überqueren den Hauptplatz, gehen weiter durch schöne Gassen und kommen am Dom vorbei, der einzige Dom am Gardasee. Schließlich kommen wir wieder am Hauptplatz raus und damit sind wir auch wieder auf der langen Uferpromenade. Hier am Hauptplatz befindet sich auch der Palazzo della Podestà, das heutige Rathaus. Die Uferpromenade ist insgesamt 3 Kilometer lang und auf der anderen Seite der Bucht befindet sich unser Stellplatz. Und was darf bei einem Italienbesuch nicht fehlen? Na klar, ein leckeres Eis. Genau wie die Pizza schmeckt es einfach anders, das heißt besser hier in Italien. Noch ein letzter Blick auf die Stadt und den Dom und dann geht die Reise auch schon wieder weiter. Wir sind angekommen im Süden des Gardasees, im Peschiera del Garda. Hier gibt es 2 Stellplätze, einer davon ist ziemlich in Stadtnähe. Hier verbringen wir die nächsten 2 Tage. 2 Tage sind es aber auch nur geworden, weil der erste Tag davon komplett verregnet ist. Aber an Tag 2 machen wir eine Radtour ins Festungsdorf Borghetto. Wir fahren am türkisfarbenen Mincio entlang. Schade, das Wetter ist immer noch sehr wechselhaft. Bei Sonnenschein leuchtet der Fluss sicher noch viel schöner. Wir sind nicht die Einzigen, die unterwegs sind. Auch einige Vierbeiner laufen uns über den Weg. Vor uns liegt Borghetto. Es zählt zu den schönsten Dörfern Italiens. Es ist klein, aber sehenswert. Und wie immer, wenn etwas schön ist, dann ist es dort natürlich auch recht voll. Nach einer kleinen Erkundungstour verlassen wir das Dorf auch schnell wieder und fahren querbeet durch die Landschaft zurück nach Peschiera. Vom Ort wollen wir schließlich auch noch ein wenig sehen. Bisher sind wir nur an der Festungsanlage vorbeigekommen, die aber sehr interessant aussieht und die historische Altstadt umgibt. Es ist auch möglich, Gondelfahrten rund um die Festung zu machen. Hier am Königlichen Wassergraben befindet sich ein Eingang durch das alte Stadttor in die Altstadt. Die besuchen wir am Abend. Leider ist es schon dunkel, aber auch diese Altstadt ist definitiv wieder einen Besuch wert mit ihren vielen schönen Gassen. Uns treibt es aber dann wieder weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben. Viele Grüße von Kerstin und Olli.